Ein Problem, was mir noch aufgefallen ist, als ich mit dem Bus unterwegs war, ist, dass ich nie weiß, wie voll mein Abwassertank ist. Und um zu sehen, wie voll mein Frischwassertank noch ist, muss ich immer die Abdeckung hier abmachen und schauen, wie es dahinter aussieht. Und außerdem habe ich immer so einen Voltmeter gebraucht, um nachzugucken, wie viel Spannung ich noch auf meiner Batterie habe. Das soll jetzt alles behoben werden. Bohrschablone, Bedienungsanleitung. Das ist das Jupiter-Bedienpanel von Votronic und das vereint diese ganzen Funktionen in diesem einen Gerät. Natürlich braucht das Bedienpanel auch irgendwoher die Information, wie voll der Tank ist. Und dafür habe ich diese Messelektrode. Die muss ich jetzt in den Außentank einbauen. Das wird bestimmt nicht ganz so einfach. Los geht's! So, die meiste Hardwarearbeit ist jetzt getan, jetzt geht's ans Verkabeln. Ich will ja diesen Tank immer noch so raus und rein tun können und dafür habe ich mir diesen Mikrofonstecker zusammen mit dieser Buchse gekauft. Die montiere ich einfach fest hier im Schrank und der Stecker kommt an das Kabel ran und dann kann ich den Tank nach wie vor immer noch rausnehmen. So, an dieses Massekabel kommt jetzt der Smart Shunt und was der macht ist, der misst die Batterieladung, aber nicht einfach nur durch die Spannung, sondern der misst, wie viel Strom hier durch das Teil durchfließt und summiert das alles zusammen, also integriert es eigentlich und dadurch kann er quasi die Batteriespannung ganz genau messen. Ich habe das vorhin gar nicht verstanden, aber das hier ist ein Außen- und das ein Innentemperatursensor. Und die verlege ich jetzt erstmal nur lose hier rein. Das sind jetzt alle Kabel, die ich brauche von den 2 Tanksonden, vom Messhand, ein Massekabel und ein Stromversorgungskabel für das Panel. Und das ziehe ich jetzt alles direkt zum Panel durch. So, und jetzt muss ich alles nur noch anschließen. Ich habe zum Glück den Kran hier. Damit sollte das klappen. Was ich noch ganz vergessen hatte, das Panel hat auch einen Schaltausgang und ich wollte meinen Abwasserhahn, damit einfach das Abwasser abgelassen werden kann, über diesen Schaltausgang schalten und deswegen muss ich ein Kabel noch verlegen. Und da ist es auch schon.
Jetzt möchte ich noch die Funktion von dem Teil ein bisschen erklären, weil Funktion hat es nämlich einige. Erstmal wird hier die aktuelle Uhrzeit angezeigt, die ist gerade nicht aktuell, die muss ich noch einstellen. Und dann kann man einfach hier zum Beispiel auf das Batteriezeichen klicken. Hier wird jetzt gerade die Bordspannung angezeigt, das sind 12,5 Volt. Und da kann ich auch den aktuellen Verbrauch anzeigen, dafür ist der Smart Shunt da. Und das sind gerade 1,8 Ampere, wenn ich das Licht ausmache. Dann sind es nur noch 0,1 Ampere. Hier kann ich mir jetzt den Füllstand von den Tanks anzeigen lassen. Der Frischwassertank liegt bei 4%, also ganz leer. Der Abwassertank liegt bei 29%. Das liegt daran, dass mein Hahn nicht ganz unten ist, deswegen ist da immer ein bisschen was drin. Hier kann ich mir die Innen- und Außentemperatur anzeigen lassen. Die sind gerade ziemlich gleich, weil die Sensoren noch nicht verbaut sind. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann geht 12 Volt an und dann kann ich hier die Pumpe einschalten. Beziehungsweise bei mir den Hahn, der das Abwasser ablässt. Ziemlich praktisch. Insgesamt ist es halt einfach ein Komplettpaket, was euch alles anzeigt und eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verbauen. Man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber dann geht es schon. Was ich noch machen muss, ist bei mir das Cable Management, weil hier hinter sieht es noch ziemlich wild aus. Das seht ihr aber dann im nächsten Video. Der Link zum Bedienpanel ist in der Beschreibung, genauso wie alle anderen Sachen, die ich auch verwendet habe. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.